Ja, moin, ihr Landratten und Seebären, Freunde des Hamburger Hafens, Shipkeeper, wie auch immer, alle, die Bock haben auf ein bisschen Livestream und die zufällig Zeit haben an einem Montag hier gegen 11:30 Uhr. Uns erwartet kleiner Leckerbissen, eine argentinische Segelfregatte, die ARA Libertad. Die kommt zu Besuch nach Hamburg und ja, ich muss gestehen, Planung war mal wieder so semi in Ordnung bei mir. Ich hatte eigentlich heute Nachmittag einen Stream geplant und irgendwie war ich der Meinung, dass diese Fregatte schon früher kommt, also dass die schon irgendwie hier um 9 Uhr oder 10 Uhr fest ist. Aber ist dann wohl doch, ich weiß nicht, ob die jetzt Verspätung hat oder ob ich das einfach falsch irgendwie gesehen habe. Auf jeden Fall ist die jetzt gerade unterwegs, müsste ungefähr so Höhe Bubendeiufer in etwa sein. Also braucht jetzt wahrscheinlich noch so eine Viertelstunde, bis sie hier ist und legt dann an der Überseebrücke an. Ich weiß nicht, ob sie gedreht wird, könnte ich mir vorstellen. Machen sie eigentlich sehr häufig, dass sie hier vor der Elbphilharmonie die Schiffe dann drehen, bevor die dann an der Überseebrücke festgemacht werden. Und ich hoffe, dass wir ein paar ganz hübsche, nette Bildchen bekommen. Schön, dass ihr schon da seid. Irgendwer ist hier mit dem Waldmoped unterwegs. Ja, es ist halt montags im Hafen, da wird natürlich auch gearbeitet. Da ist natürlich dann einiges los. Ich stehe hier am Musical Boulevard, also gegenüber von Elbphilharmonie, Cap San Diego, dem Michel, also den ganzen Landungsbrücken. Sehr schöner Standort und Licht im Rücken, sollte also bildmäßig passen. Und ihr seht, es ist ja unfassbar, ne? Wir haben Sonne. Wir haben Sonne in Hamburg. Ja, also wir machen hier eine ganz entspannte Nummer draus. Nachher vielleicht dann noch die CMA CGM Saint-Germain. Die geht ja noch raus, ein Neubau, 400 Meter. Wollte ich mir auch ganz gerne angucken. Die ist für 15 Uhr geplant. Mal gucken, ob das dabei bleibt. Wir schauen einfach mal, wie sich das hier alles so entwickelt. Bloß kein Stress am Montagmorgen. Ja, also bitte ganz, ganz Suche hier, ihr Lieben. Ja, die Libertad, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. ARA oder ARA oder ist ja argentinisch, wahrscheinlich irgendwie spricht man das Spanisch aus. Aber ihr wisst ja, sprachlich bin ich sowieso keine große Koryphäe, deshalb nenne ich sie einfach mal nur Libertad. Das ist ein Vollschiff-Dreimaster mit einem Stahlrumpf und seit 1963 schon im Einsatz. Also wirklich, wirklich schon eine Old Lady, dient als Schulschiff, ist 104 Meter lang, 14,30 Meter breit, hat einen maximalen Tiefgang von 6,60 Meter. Und was ich immer beeindruckend finde, das sind die Angaben über die Segelflächen. Also die hat eine Segelfläche von 2650 Quadratmetern. Also wenn man sich das einfach mal als Wohnfläche vorstellt, und dann vielleicht in der Hafen City, wo wir gestern unterwegs waren, ja, da ist man wahrscheinlich an Miete schon ein paar Millionen los. Außerdem hat sie dann, also sie hat insgesamt 3 Stahlmasten, Vollschiff. Der Hauptmast hat 56 Meter und zusätzlich hat sie dann zur Unterstützung noch 2 Dieselhilfsmotoren. Besatzung knapp 360 Personen, davon 24 Offiziere. Und ja, für bis zu 150 Kadetten ausgelegt, das Schiff. Also schon echt sehr beeindruckend. Ja? Sehr beeindruckend, wahrscheinlich vergleichbar mit unserer lieben Gorch Fock. Sandra, ich danke dir. 5 verschenkte Mitgliedschaften. Vielen, vielen Dank. Jupiter, ja, the Musical Boulevard is such a lovely place to be at Monday morning. Das ist absolut richtig. Das ist wirklich so ein schöner Platz hier. Ist natürlich, ich sag mal, vom Actiongehalt etwas überschaubar.
Deshalb stehe ich hier ja auch nicht ganz so oft. Manchmal hat man das Glück, dass hier noch ein Autotransporter durchgeht oder irgendwas, was hinten an die Pfähle oder zum Südwestkai. Das kommt schon mal vor, aber eher immer so ein bisschen ruhig und entspannt hier. Ihr dürft gerne reinschauen und mich ein bisschen auf dem Laufenden halten, was den Standort der Fregatte angeht. Ich habe heute Lufthansa mal in einer Garage gelassen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen schissig. Militärschiffe, da weiß ich, sind die immer so ein bisschen sensibel hier. Da muss man auch größeren Abstand halten und ich habe ehrlich gesagt mich gar nicht jetzt noch mal informiert und das auch gar nicht angemeldet vorher. Normalerweise melde ich ja solche Flüge immer ganz gerne an. Ach, ich dachte mir, komm, wir kriegen auch so schöne Bilder. Früher ging es auch. Heute Lufthansa mal zu Hause gelassen. Heute Nachmittag für die CMA CGM Saint-Germain. Da kriegt sie dann wieder Starterlaubnis. Da vorne weht schon die argentinische Flagge neben der deutschen Flagge und rechts daneben auch noch mal die Hamburg-Flagge. Ich glaube, das Schiff ist bis Freitag da. Helft mir gerne, wenn ich da falsch liege. Oh, Tommy sagt, laut Wesselfinder ist die Libertad 206 Meter lang und 28 Meter breit. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich lasse mir natürlich gerne solche Informationen dann zusammenstellen, nehme da halt auch ChatGPT zur Hilfe. Deshalb sage ich auch immer gerne, verbessert mich. Wobei ich ehrlich gesagt 206 Meter für so eine Fregatte, also das ist schon anständig. Ist sie wirklich so groß? Naja, wir werden es ja gleich sehen. Gucken wir einfach mal. Lord Herbsti, ich danke dir vielmals. Moin auf Twitch und danke für dein Prime-Sub, schon 6 Monate dabei. Lama Jana ist auch auf Twitch anwesend, 5 Monate. Ich danke dir vielmals. Und Kaldemo, neu dabei, willkommen an Bord, danke für deinen Prime-Sub. Ja, ist ja lustig. Wikipedia 104 Meter. Also dann passen ja meine 103,60 Meter, die ich hier habe. Wir werden es gleich sehen. Also ich finde 200 Meter kommt mir auch verdammt groß vor für so ein Segelschiff. Was hat die Gorch Fock? Die hat doch auch nur so, ist die nicht sogar knapp unter 100 Meter, die Gorch Fock? Hat die nicht irgendwas mit 90? 206 Meter, das wäre ja, boah. Das könnte ja ein Achtmaster sein dann. Das ist schon ein bisschen sehr heftig. VBBR, ja, wo will der denn hin? Immer wenn ein Schlepper in die Richtung fährt, dann hoffe ich natürlich, dass er mit Anhang zurückkommt und irgendwas hinten aus dem Hafen holt. Und ich sehe, einige unserer lieben Moderatoren sind auch schon anwesend. Schwester Hansen, Sandra ist da, Sebastian Kolze. Tanja hat ein paar Termine heute Morgen, die habe ich etwas überrumpelt mit dem Stream. Beziehungsweise ist Tanja eigentlich schuld daran, dass ich hier bin. Weil ich hatte gar nicht mit der Libertad gerechnet. Und Tanja hatte dann nochmal eine WhatsApp geschickt, ob ich das auf dem Zettel habe. Und dann dachte ich, ja, habe ich, aber irgendwie müsste die doch schon da sein, als ich unter der Dusche stand. Und dann habe ich mal auf den Wesselfinder geguckt und dachte, ups. Kommt, müsste so gegen 12 da sein. Ja, dann mal ein bisschen schneller geduscht. Danke für die Info, Gorch Fock 89 Meter. Ja, ich meine auch, ne? Also diese ganzen Großsegler, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen Großsegler, der so 200 Meter hat? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Peter, 23 Monate auf der Reeperbahn. Peter, ich danke dir schön. Danke schön. Ja, das griechische Marineschiff, das ist heute Morgen ausgelaufen. Das war die Prometheus. Ich glaube, das war ein Marineversorger, wenn ich da richtig liege. Aber das war irgendwie heute Morgen um 8 oder so. Ich habe mal geschwänzt. Benny, eine gute Frage, ob der Segler direkt aus Argentinien kommt. Ich glaube nicht, dass also ich schätze, die haben dann noch Zwischenstopps eingelegt. Ich will mal schauen, ob ich da auf die Schnelle eine Info rausbekomme. Also wenn ich das richtig sehe, war der letzte Hafen Norwegen. Aber mehr kann ich jetzt gerade von der Reise nicht sehen. Na, vielleicht haben wir das Glück, dass ein paar von den Matrosen oben in den Rahn hängen. Das sieht immer ganz schön aus. Segel werden sie nicht gesetzt haben, wenn sie hier in den Hafen kommen. Ach, ist das friedlich hier. Ja, VB Bär geht in den Reiherstieg. Danke, Ute. Ah ja, okay, das größte Segelschiff der Welt. 162 Meter Golden Horizon, scheinbar. Gebaut wurde sie übrigens auch in Argentinien, Rio Santiago Shipyard. Und was ich hier gefunden habe, laut Wikipedia wurden schon 11.000 oder über 11.000 Kadetten ausgebildet. Sie hat über 800.000 Seemeilen zurückgelegt. Das sind so roundabout 1,5 Millionen Kilometer. Und dabei etwa 500 Häfen in über 60 Ländern quer über die ganze Welt besucht. Wahnsinn, oder? 1966 hatte sie einen Geschwindigkeitsrekord, Atlantiküberquerung von Kanada bis nach Irland in 8 Tagen und 12 Stunden. Das ist wahrscheinlich ein Geschwindigkeitsrekord speziell für Segler, nehme ich mal an. Ja, die Diamonds sind auch wieder unterwegs. Unsere Tankschiffe oder Bunkerschiffe, wie man ja im Fachjargon sagt, Bunkerbarge. Bahnfilmer Andi ist da. Passend zu seinem 30. Geburtstag Hafencontent. Mensch, Andi! 18 Monate bei uns, 30 Jahre auf dem Buckel, du Jungspund. Ich sag mal, Happy Birthday, mein Lieber. Carsten aus der Oberlausitz, auch an dich nochmal ein Dankeschön. 5 € Superchat. Danke, danke. Schiff befindet sich jetzt auf Höhe des Parkhafens. Ja, ich weiß gar nicht, könnt ihr mal gucken, wie schnell die unterwegs ist. Also ich nehme mal an, dass die, also heute auf der Elbe, als ich geguckt hatte, hatte die immer so 8 bis 9 Knoten drauf.
Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt auch nicht viel schneller unterwegs sind. Wahrscheinlich auch eher so mit 6 bis 8 irgendwas. Also das ist hier heute alles eine ganz, ganz gemütliche Geschichte. Auch ein schönes Plätzchen, oder? Okay, irgendwas bei 6 Knoten hat sie. Oh, dann wird das ja noch ein bisschen dauern, bis sie hier ist. Ich hatte den Stream ursprünglich mal für 12 Uhr angesetzt. Da war ich ehrlich gesagt ja mit der Schätzung gar nicht so verkehrt. Aber hey, warum die Kiste nicht anschmeißen, wenn man schon mal vor Ort ist? Muss ich nicht alleine in der Sonne brutzeln. Ja, was die da genau treiben, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Da ist die Hochbahn gerade eingefahren an der Haltestelle, wie heißt sie denn? Baumwall. Baumwall. Viele Ausflugsdampfer sind natürlich noch an den Anlegern. Die halbe Abichtflotte ist noch nicht unterwegs, aber ja, Montagmorgen. Ich denke, das macht Sinn. Ja. Kurz vor. Das Kriegsschiff hatte am Freitag ohne Signal angesetzt, war auf Vessel Tracker Vessel Finder nicht zu sehen. War nicht zu sehen? War nicht, haben abgeschaltet. Auch nicht auf der Elbe? Auch komplett nicht. Weil oft schalten sie die ja auf der Elbe dann ein. Nee, war komplett. Ich habe gestern auch noch mal geguckt. Tja. War nicht. Gibt es da einen Grund für? Ich kann dir das nicht sagen, aber ich würde mal sagen, Militärschiffe mögen das ganz gerne, ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Ja, aber es ist ja nur ein Versorger. Ne? Also, ja, ach, ich weiß das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Weil ich guckte Freitagmorgen um 10 und dann rief ich bei der Bundeswehr an und ich sage, ich sehe das auch nicht. Ja, da müsst ihr die ganzen Webcams hier an der Elbe stalken. Ja, gut, das war dann auch nicht das Problem. Da gibt ja Frühwarnsystem. Ab Cuxhaven gibt es ja Webcams bis nach Hamburg rein. Ja, aber er hatte da nochmal nachgefragt, da bei den entsprechenden Stellen und sagte, ja, komm. Ja, doof ist, wenn die dann sagen, ja, ist ja schon da. Da ist die große Hafenrundfahrt. Carsten, ich kann dir das nicht sagen, ob wir Cyclassics streamen, aber Cyclassics ist jetzt eigentlich nicht so mein Thema.
Da würde ich jetzt mal sagen, höchstwahrscheinlich kein Stream. Aber in der Zeit, die Wahrscheinlichkeit ist da. Aber wie gesagt, also ich kann euch immer vorher nicht sagen, wann wir genau streamen. Die Antwort ist immer die gleiche. Ein schönes Vielleicht. Sandra, ja, das weiß ich nicht, wenn die Westphal in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ob die eine Fontäne bekommt. Wäre natürlich ganz schön, ne? Also vorneweg fährt sie. Ja, ja, also die Westphal ist da in der Nähe. Wäre natürlich schön, wenn wir hier ein bisschen Wasserpistole bekommen. Das würde ich jetzt auch ganz gut finden. Also am besten ist es eigentlich, wenn ihr gar nicht fragt, was wir geplant haben. Denn die Antwort ist in jedem Fall unbefriedigend. Fährt parallel, nicht vorneweg. Nicht vorneweg? Bisher nicht vorneweg. Jetzt am Elbtunnel direkt. Das Überbrückung schon durch jetzt. Irgendwer hat mir mal erzählt, wenn Schiffe Begrüßung mit Wasserfontäne bestellen, dass das 1000 € kostet. Also bezahlen müssen sie es ja. Ja. Das stimmt. Aber den Preis weiß ich nicht. Ist die Frage, ob bei so einem Schiff, ob man da sagt, das muss jetzt auch quasi der Gast bezahlen oder ob das dann quasi ein Ehrengast ist. Aber so kommerzielle Geschichten auf jeden Fall. Hier so letztens war ja Nordwind, Ja, Taufe. Also ich weiß, dass sie bezahlen müssen, aber wie viel ist mir unbekannt. Also ich kann dir das auch nicht mit Sicherheit sagen. Das hat irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Nee, die müssen zahlen. Aber 1000 €, die Wasserrechnung. Genau, die was. Die Wasserrechnung. Ja, wir haben ja vorletztes Jahr den Aprilscherz gemacht. Elbvertiefung muss nicht mehr gemacht werden. Löschboot fährt jetzt vor groß jedem Containerschiff, holt das Wasser hinterm Containerschiff und schießt es vor das Containerschiff. Haben Sie da wohl welche geglaubt? Könnte das auch jeden Moment hier losgehen. Ach, Westphal dreht wohl ab, schreibt gerade jemand im Chat. Ja, schade, schade, steck's nicht drin. Reicht wahrscheinlich der Wasserstand in der Elbe nicht aus heute. Ich finde, das könnte man machen bei solchen Gästen. Ja. Die haben doch Bereitschaft, die haben doch Dienst. Okay, kostet ein bisschen Sprit. Ja, aber schön, dass ihr so zahlreich dabei seid. Mensch, auf einem Montagmittag 1500 Zuschauer, das ist ja schon klasse. Nachher wollte ich mir ganz gerne noch die CMA CGM Saint-Germain angucken. Die geht wieder raus, ein Neubau 2025, ist glaube ich im Juni in Dienst gestellt worden. Liegt aktuell beim Eurogate, soll um 15 Uhr rausgehen. Ja. Aber dafür müsste ich dann den Standort wechseln.
Schauen wir mal, wann sie da um die Ecke kommt. Ja, Sie, danke für das Kompliment. Ach ja, die Streams mit Ben sind aber auch echt immer so Selbstläufer. Wenn man den richtigen Gesprächspartner an seiner Seite hat, dann ist das auch scheißegal. Dann könnten wir wahrscheinlich auch irgendwo über einen Acker latschen und trotzdem irgendwelche Unterhaltung liefern. Steht und fällt halt immer mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist. Hey Sandra, mein Hund und ich, nochmal 5 verschenkte Mitgliedschaften. Dankeschön. Die Info für den WhatsApp-Kanal, ja, kann ich raushauen, liebe Schwester. Andi, danke dir für 5 Franken. Leonidas, du musst, oder ich zähle die Zuschauer auf Twitch und auf YouTube zusammen und dann kommen wir auf 1500. Also 1000 YouTube, 500 auf Twitch. Anja, moin und liebe Grüße nach Wasserburg. Danke für die 2 Euro. Ja, das Lefto, das ist tatsächlich Hamburg. Also ich weiß, ihr seid geschockt von dem Anblick. Also das ist völlig ungewohnt. Die Princess. Ich höre nur, er erzählt gerade was von der längsten gebogenen Rolltreppe. Also da geht es wahrscheinlich dann um die Elbphilharmonie, um diese sogenannte, wie heißt sie, Tube oder Tube oder irgendwie so, ne? Irgendwas Tube. Mr. Bindilindi packt auch wieder einen Monat drauf. 19 Monate. Dankeschön, mein Lieber. Danke, danke. Und zur Feier des Jubiläums haut Mr. Bindilindi auch noch eine Mitgliedschaft raus. Ich danke dir vielmals. Ja, aber Regen hatten wir ja auch genug. Also ich fand, so langsam sind wir jetzt mal dran mit ein bisschen besser Wetter. So ganz perfekt ist das diese Woche noch nicht, aber ich denke mal so ab Mittwoch, Donnerstag könnte sich das so langsam mal... Was denn? Das Kriegsschiff hatte Die Prometheus hat nicht gedreht? Nee, das ist so rum eigentlich. Haben die heute Morgen wahrscheinlich, ne? Guck mal, die Festmacher waren gerade noch im Musical und machen sich da jetzt bereit. Warten wahrscheinlich auch auf die Libertad. Ja, kann nicht mehr lange dauern. Ich glaube, toller Ort ungefähr. Lotsenstation. Lotsenhöfe. Nee, Lotsenhof muss ich schon durch sein. Sind hier noch keine Lotsenhöfe? Also bei mir im Chat schreiben die alle was ganz anderes. Also gut, das hat ja hier 2 Minuten Verzögerung oder sowas, das Ganze. Wesselfinder. Wesselfinder ist eigentlich ganz gut. Nee, nee, da steht jetzt auf Lotsenschiff. Hast du wieder bei Wish runtergeladen, oder? Nö. Nicht bei Wish. Also nee, eigentlich ist Wesselfinder relativ aktuell. Wir werden es ja sehen. Wir stehen ja hier. Besonders schnell ist der Dampfer auch nicht. Begleitet von 2 Schleppern und der WS 37. Kai, das Abo-Jubiläum teilen, da hast du, glaube ich, bei dem Dollarzeichen, wenn du da draufklickst, da ist dann ein Menüeintrag dabei. Hänschen, viel Spaß bei der Arbeit.
Ach, so ein bisschen was ist schon hier los. Also jetzt soll sie auf der Höhe Fischmarkt sein. Geil, Mensch, hast du gefunden den Button? 22 Monate, ich danke dir vielmals. Die anderen zwei Themen, morgen habe ich die Mittaghaus hatte ich gestern schon gesehen, aber da die nicht gearbeitet haben, gestern bin ich heute noch ein großes Vorprüf gemacht. Am Vorhafen vorbei, Ted. Danke dir. 17 Monate, danke, danke. Oh, Ute hat da hinten Leute in Uniform entdeckt. Ich sehe das gar nicht auf dem kleinen Monitor. Und jetzt ist Schwester Hansen weg. Mensch, Mensch, Mensch. Da kommt noch eine Festmacherjolle. Ist schon irgendwie schön, ne? Wenn sich das alles so sammelt und man weiß, ach, da kommen die Festmacher, dann kommen die Schlepper, dann kommt das Schiff irgendwann. So. Oh, die Dalben haben auch irgendwie eine magnetische Anziehungskraft für den Autofokus. Das Schöne an diesem Platz ist ja, dass hier sogar Bänke sind. Sehr gut. Also wir waren ja hier letztens für das Feuerwerk, wo das eigentliche Highlight ja auch hinterher noch das Roro-Schiff war. Und das fanden alle echt spitzenmäßig. Ich glaube, es geht los, Leute. Ich sehe Flaggen, ich sehe Masten. Ich muss jetzt auflegen, das Schiff kommt. Bis gleich. Geht los. Ja, schön beflaggt. Also mir sagte der Freitag von der Bundeswehr, der war hier von der Stabsbusmann von der Heide, die wollen wohl entweder heute oder beim Auslaufen in den Banden stehen. Okay. Also heute sehe ich da niemanden. Ja, ich auch noch nicht, aber das hatten die wohl vor. Heute steht da niemand oben drin. So fährt uns auch keiner ins Bild jetzt. Nee. Kommt aber sehr zügig, ne? Oh, aber schön beflaggt, oder? So einen richtig schönen Kranz. Einmal rund, Vollzeug. einmal rundherum. Ein Vollzeug. Aber sehr zügig, finde ich, ne? Sehr schnell. Maler, ich danke dir, dass du deinen Prime Sub verlängerst. 2 Monate schon. Dankeschön. Kannst du mal gucken, wo das Schiff jetzt auf deinem Wesselfinder angezeigt wird? So, jetzt müsste es ja theoretisch Es müsste jetzt quasi müsste jetzt hier sein. Hier sein. Jetzt zeigt er an. Ja, jetzt zeigt er richtig an. Jetzt ist richtig? Ja, Okay. nach LDL-Kunde, das ist ja.
Ja, ist schön, oder? Licht ist richtig schön. Ja, ja. Ich finde, das haben wir uns aber auch verdient nach den Tagen. Herr Maus, doch, die Libertar hat einen Motor. Die hat 2 Dieselmaschinen. Ja, Wesselfinder ist eine eigene App. Also man kann natürlich die Webseite benutzen, aber ansonsten auch einfach die App. Ja, ich muss auch mal ein Foto machen. Ich habe jetzt allerdings nur mein Handy, aber das macht heutzutage doch auch super Bilder. Schön vor der Elbe. Genau. Ja, also das eigentlich bis in den Abend rein stehst du auf der anderen Seite fotomäßig. Scheiße. Naja, scheiße. Also sagen wir mal nicht optimal. Okay. Um das mal diplomatisch auszudrücken. Belichtungstechnik. Wow, war das die Cap San Diego? Nehme ich mal an, oder? Ja, davon. Aber die Libertar hat noch nicht so richtig Bock. Schönes Bild, oder? Ja, so ist Richtig tolles Bild. das. Gegen die Entwicklung ist es noch besser. Wenn er jetzt gleich eindreht. X of X Optimismus. Danke dir für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Und wer möchte auch mitspielen? Natürlich Elad. Ja, ist doch ein schöner Anblick, oder Leute? Das lohnt sich doch. Ist natürlich schade, dass das halt immer zeitmäßig, ja, also die kommen eigentlich immer morgens an, immer in der Woche oder zumindest vormittags. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass diese Streams zur Primetime laufen, aber dafür kann man es ja nachträglich gucken. Der Hornochse, einjährig. Dankeschön für dein Sub. Und Björn, danke auch für 2 Euro. Immer wieder schöne Bilder aus Hamburg. Da ist die Polizei. Also gerade die Militärschiffe werden eigentlich sehr häufig oder fast immer von Polizei begleitet.
muss mehr Sport machen. Schreibt Moin zusammen und ein Premierenpost. Ja. Wir begrüßen natürlich auch all unsere stillen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns über jeden, der einschaltet. Man muss nicht unbedingt im Chat ultra aktiv sein, um hier dabei zu sein. Dabei ist alles. Ja, und da hinten vorm Oswald-Kai, da haben wir einen schönen Drehkreis. So riesig ist die jetzt nicht mit ihren 106 Metern, aber ich denke, dass sie da trotzdem den Drehkreis benutzen, um das Schiff einmal zu wenden. Auf der Elbe ist nie dasselbe. Guido, danke für 2 Euro. Ja, mal gucken, vielleicht lässt sie ja gleich noch ein Horn da, wenn sie umgedreht hat und anlegt. Ja, alle, die später eingeschaltet haben, die Drohne habe ich mal heute im Auto gelassen, weil von wegen Militärschiff, oh, guck mal jetzt, Militärschiffe, da sind die teilweise ein bisschen sensibel, da muss man dann auch größere Abstände einhalten und ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht mehr angemeldet bekommen. Wow, toll mit der Flagge. Ah, ich liebe so überdimensionale Flaggen. Ich finde ja auch die Hamburg-Flagge auf dem Rathausplatz mega. Jetzt müssen sie ungefähr da am Drehkreis vorm Oswald-Kai angekommen sein. Sieht auch schon so aus, als ob sie langsamer werden. Nee, Live, da gibt es keine Neuigkeiten. Der steht da hinten einfach so rum. Unser kurzer Olaf. Da. Guck mal, 2 so Gerippe. Mit dem Unterschied, dass es bei dem Segler gut aussieht. Da kommt auch Anita. Anita. Vielleicht nochmal für alle, die später dazu gekommen sind, so ein paar Infos, die ich mir rausgesucht hatte. Die ARA Libertar ist ein Dreimaster Vollschiff mit einem Stahlrumpf, 1963 in Dienst gestellt. Wurde in Chile gebaut, hat eine Länge von 130
3,75 Meter, eine Breite von 14 Meter etwas und ein Tiefgang von 6,60 Meter. Eine imposante Segelfläche von 2650 Quadratmeter, wenn die ihr ganzes Tuch fallen lässt. Insgesamt 3 Stahlmasten. Der Hauptmast hat eine Höhe von etwa 56 Meter. Und zusätzlich hat sie noch 2 Dieselhilfsmotoren mit jeweils 960 kW. Ja, jetzt geht er in die Drehung. Das Schiff hat auch ein paar beeindruckende Zahlen und Rekorde. Also insgesamt wurden da schon über 11.000 Kadetten drauf ausgebildet. Er hat schon über 800.000 Seemeilen zurückgelegt, was so etwa 1,5 Millionen Kilometer sind. 500 Häfen in über 60 Ländern hat sie besucht. 1966 hat sie einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Atlantiküberquerung von Kanada bis nach Irland in 8 Tagen und 12 Stunden. Was in dieser Schiffsklasse angeblich, laut meinen Infos, immer noch Bestand hat. Also der Rekord ist noch ungebrochen. Und außerdem hat sie die Boston Teapot Trophy gewonnen. Und zwar 9 Mal von 1966 bis 2007 in unterschiedlichen Jahren für die größte unter Segeln zurückgelegte Distanz innerhalb von 124 Stunden mit Ausbildungscrew, also mit Kadetten an Bord. Helmut, ich danke dir für 6 Monate bei uns auf dem Kanal. Dankeschön. Ach, Tanja ist auch da. Mensch, schön. Hat das nicht was Beruhigendes, sich so ein Schiff anzuschauen? Tja, das bringt mich ja schon wieder auf den Gedanken, dass ich auch noch meine Hamburg Hafen Live-Flagge in der Größe brauche. Was wird die haben? Wie groß mag so eine Flagge sein? Die hat doch bestimmt 3 bis 4 Meter an der langen Kante. Kirkel ist da. Hey, moin mein Lieber. 16 Monate. Geht nichts über Rahsegler, ja. Anlass für den Besuch. Ja, das sind halt einfach so, ich kann euch das gar nicht genau sagen, aber es sind im Prinzip so diplomatische, gegenseitige Besuche von Nationen, die sich halt wohlgesonnen sind. Das sieht man ja immer wieder. Ob es jetzt einen speziellen Anlass für diesen Besuch gibt, das weiß ich nicht. Es gab einen NDR-Artikel. Sag mal, weißt du, ob es einen speziellen Anlass gibt für den Besuch oder ist es wieder typisch so, Marine besucht sich gegenseitig? Sieht man von gegenseitig aus, es ist Ja. Sommer, es ist warm. Ja, es ist Sommer, es ist warm, es gibt die Reeperbahn. Ja, genau. Also feuerfrei heute Abend Krankenschwester Hansen, Uniformierte auf der Reeperbahn treffen. Wir wollen auch irgendwie zum Bürgermeister. Zum Bürgermeister auch noch. Ja, Okay. ich habe einen Terminkalender der Senatsmuseen. Der typische Abschluss. Ja, Drehung gleich fertig. Holgi, Wellness-Stream. Holgi, danke dir für 2 Euro.
Philipp hat nochmal den Hinweis, dass es OpenShip gibt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils 13 bis 17 Uhr. Wer Lust hat, kann da hier an der Überseebrücke, Landungsbrücken, das Schiff besichtigen. Wenn man jetzt natürlich eine Hafenrundfahrt macht und die dann gerade dahin tuckern mit so einer Barkasse, das ist natürlich dann schon Premium. Der Lulu. Moin, mein Lieber, und Dankeschön für 13 Monate. Der Lulu 13 Monate. Ja, ich bin auf Arbeit abgelenkt. Alles, was ich verstanden habe, ist, dass der Bürgermeister und Schwester Hansen heute auf der Reeperbahn anzutreffen sind. Ja, das passiert, wenn man etwas falsch versteht. Ruckzuck entstehen wildeste Gerüchte. Ich glaube, sie kommen, oder? Ich glaube, da ist der Vorwärtsgang drin. Kriegen wir ja gleich noch ein Foto, wenn sie vorwärts vor der Elbphilharmonie ist. Löwenjack aus dem Grund, weil die Meldungen über die Livestreams, also die E-Mails, teilweise verspätet rauskommen, haben wir ja diese Geschichte mit dem WhatsApp-Kanal irgendwann angefangen. Also eigentlich ist Twitch da relativ zuverlässig, aber bei YouTube, da hakt es gerne mal. Und deshalb haben wir dann angefangen, über WhatsApp, über den Kanal, immer kurz bevor der Stream startet, eine Nachricht zu verschicken. Allerdings muss man dann auch dran denken, wenn man den Kanal abonniert hat auf WhatsApp, muss man da auch einmal diese Glocke aktivieren, damit die Nachricht auch wirklich in den Vordergrund kommt. Ansonsten muss man halt aktiv nachgucken. Aber vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für dich. Und versprochen, ich benutze den WhatsApp-Kanal nur für Livestream-Ankündigungen. Da gibt es keine Essensfotos von mir. Schwarzwald-Jürgen ganz im Bild? Das ist doch ganz im Bild, das Schiff, oder? Was genau meinst du, Jürgen? Eigentlich ist doch das Schiff komplett drin.
Kridde, willkommen an Bord. Danke für deine Fischmarktmitgliedschaft. Ja, kommen Sie, sag mal, haben Sie die Flagge schon wieder etwas runtergenommen? Ne, jetzt geht sie wieder hoch, oder? Ach, die machen Flagge rauf, Flagge runter, klar. Das Spiel zur Begrüßung, Flagge rauf, Flagge runter. Ja, ihr müsst nur dran denken, bei WhatsApp dann auch diese Glocke zu setzen. Jetzt geht die Flagge wieder rauf. Einmal Hafen City Rundtour. Löwenjack, du kannst ja auch auf YouTube schauen. Da hast du sogar heute noch eine höhere Auflösung. YouTube müsste eigentlich 4K sein. Also wenn du eh viel auf YouTube unterwegs bist. Das kann sein, dass die Flagge sich verfangen hatte. Das macht Sinn. Danke. Ja, der Segler macht direkt an der Überseebrücke fest. Also der legt sich vor die Kap San Diego. Dieter, danke für das Feedback. Walter, hör auf von Regen zu quatschen. Echt. Hatten wir wirklich genug. Da hatten wir wirklich genug von. Spielt da irgendwie eine Blaskapelle? Das ist vielleicht hier. Oder ist das deren Einlaufmusik? Das ist so der Marschmusik. Okay, ja, das kann natürlich sein. Vielleicht spielt der Jürgen Drews von Argentinien. So, jetzt wird geklettert. Also da irgendwer klettert. Ja, die Rampen, ja, ich sehe es. Aber mal gucken, ob sie bis ganz oben. Guck mal eben mit ein bisschen näher.
Nee, sie bleiben, Die bleiben da, stehen, ne? Die bleiben stehen auf der Ja. Ach, schade. Backbordseite und auf der Steuerbordseite bleiben sie auch stehen, aber mit Steuerbordseite mit Blick Ja. zur. Ja, vom Blick her stehen wir natürlich falsch. Vom Licht her dafür richtig. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer, genau, da hast du recht. Eigentlich müsste sie mehr hier sein, dann hast du sie noch größer denkst. Niemand denkt an die Fotografen, wenn die Schiffe einlaufen. Aber das ist schön, wie sie vorne stehen. Das ist schön. Vorne stehen sie direkt auf der. Ja, auf dem Bugspriet. Ja, genau. Boah, toll, ja. Mega. Auch cool, die gestreiften Hemden. Ja, das sieht Das ist richtig, richtig klassisch. Ganz toll. Oh, das muss ich mir aber nachher noch mal in groß angucken. Jetzt ärgere ich mich wieder über meinen kleinen Monitor. War alle angetüdelt. Oldie 1970, ich danke dir für 10 Monate Prime Sub, danke, danke. Und Jürgen Fretter, auch an dich ein dickes Dankeschön für die 3 Euro. Ja, dann haben wir auch gleich. Du. So. Jürgen, mein Lieber, ich danke dir für 5 verschenkte Subs auf Twitch. Dickes Dankeschön.
Jürgen, aktuelles Abo-Ziel erreicht. Hast du ein Abo-Ziel? Mensch, danke, danke. Jürgen auch schon so lange dabei. So, Ralf meldet Übertragungsprobleme, Haken von Bild und Ton. Können das die anderen auch bestätigen oder ist das eher ein lokales Problem beim Ralf? Ralf, dann müsstest du die Auflösung mal etwas runterdrehen bei dir. Dann ist die Datenrate mit 4K vielleicht etwas zu hoch für dein System. Okay, die meisten melden alles gut. Ralf, dann dreh doch mal die Auflösung bei dir runter. Dann ist wahrscheinlich dein Rechner etwas überfordert mit der hohen Auflösung von 4K. Dann geh mal runter auf 1440 oder 1080. Dann läuft es vielleicht etwas besser. Burkhard, ich danke dir vielmals. Schon wieder sensationell. Ja, danke, danke. Ja, es sind tatsächlich viele weibliche Kadetten an Bord, oder? Guck mal, das ist ja auch cool, oder? Da haben sie vorne am Bugspriet an der Spitze haben sie noch Flaggen nach unten hängen mit einem Gewicht dran. Toll. Mal ein richtig schönes Bild mit der Cap San Diego. Herrliche Bilder. Ach Mensch, das gefällt mir. Richtig schön.
muss der Schlepper noch mal ein bisschen drücken. Sieht so aus, oder? Der muss mal vorne noch. Keine 5 Meter mehr. Tschüss. Agrargaming. Um 15 Uhr haben wir die CMA CGM Saint-Germain. Ich wollte noch mal rüberfahren zum Bubendeiufer, wenn sich das zeitlich ausgeht. Also ich denke, dass ich jetzt hier noch bis ca. 13 Uhr mache. Bildmäßig tut sich ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Das Schiff machen die jetzt langsam fest. Und dann wollte ich mir das ganz gerne angucken. Die ist ein 400 Meter Neubau von CMA CGM. Gerade im Juni in Dienst gestellt. Ist das erste Mal in Hamburg. Schönes neues Schiff. Fetter Containerriese. Vielleicht hast du ja Bock. Wäre so circa, ja, Stream, je nachdem wann ich fertig aufgebaut habe, zwischen 14:30 und 14:45. Genau, Linesmen sind auch da. Die Berlinerin, 17 Monate, danke Mensch. Mega Bilder, ich bin mal wieder total begeistert. Danke an alle, die an Hamburg Hafen Live beteiligt sind. Dankeschön. Ja, für den Stream heute müsst ihr euch definitiv bei Tanja bedanken. Ich hatte das gesehen, dass die Libertad kommt, aber irgendwie war ich der Meinung, dass die morgens kommt, also dass sie früher kommen sollte. Und deshalb hatte ich die dann irgendwie gar nicht wirklich auf dem Zettel. Und als ich dann vorhin geduscht habe, hatte Tanja noch mal irgendwie geschickt, hast du das auf dem Zettel und so. Und dann habe ich nachgeguckt, wo sie denn eigentlich gerade ist. Und da war sie halt, ja, war sie irgendwo Mitte der Elbe. Hatte noch so 1,5, 2 Stunden. Und dann bin ich halt, dachte ich mir, Mensch, da dackelst du doch noch mal schnell los. Also, heute mal Credits für Tanja, die euch diesen Stream organisiert hat. So, jetzt wird festgemacht, Schiff liegt in Position, noch ein paar Linesmen, also ich denke, einen kleinen Moment warten wir noch. Aber die schönsten Bilder hatten wir. Das sah echt gut aus, als sie hier reinkam. Toll mit der Beflaggung. Richtig toll. Sandra bedankt sich bei Tanja mit 5 Franken. Sandra, Dankeschön. Ja, die erzählen auch gerade über die Segelfläche.
Ah, ich höre, die haben die gleiche Quelle wie ich für die Infos. In der Tat, eine ganz tolle Frau. Ach, guck mal, die Neuland. Also ich finde das echt toll, wie die da stehen. Berühren sich keinen Zentimeter. Ich finde, das sieht schon echt toll aus. Hey, der Plauzi. Willkommen an Bord. Danke für die Fischmarkt-Mitgliedschaft. Danke für die Unterstützung. Auch an KP Schmidt. Danke für 10 Euro. Für Tanja, die gute Seele von Hamburg Hafen Live. Oh ja. Oh ja. Ihr glaubt gar nicht, was hier alles schief gehen würde ohne Tanja. Das glaubt ihr nicht. Guck. Schon vor 2 Wochen hat Tanja das in den Kalender eingetragen, hat nichts genutzt. Ja. Oh. Hansi ist da und grüßt von der Ostsee. Moin Hansi, danke für 2,49. Ja, ich denke mal, jeden Moment sind die mit Anlegen dann oder mit Festmachen auch weitestgehend fertig. Und wie gesagt, Programmhinweis, dann nachher nochmal die CMA CGM Saint-Germain. Ja, da sehen wir jetzt leider nicht viel, weil die Schlepper davor sind, wo festgemacht wird. Also, ich glaube, hier tut sich nicht mehr viel. Irgendwann ja, werden die Schlepper dann natürlich losmachen. Die Polizei ist da vorne in Bereitschaft, begleitet das Ganze. Agrargaming, also das Schiff war aber eigentlich auf dem AIS zu sehen. Also ich hatte es.
musst nach ARA, also A.R.A. und dann Leerzeichen Libertar suchen. Aber wenn du jetzt einfach mal hier an den Landungsbrücken oder Überseebrücke guckst, dann müsste es dann eigentlich liegen. Oder haben die das AIS ausgeschaltet? Glaube ich eigentlich nicht. Walter hat keine Lust mehr weiterzuarbeiten. Und Jens ist jetzt auch mit dabei auf dem Fischmarkt. Mensch, danke für eure Unterstützung. Ja, das ist wirklich großartig, wie ihr den Kanal hier am Laufen haltet. Danke. Also ohne euch wäre es nicht möglich, also zumindest nicht so viel zu streamen zu solchen Uhrzeiten. Also ein dickes Dankeschön. Der Plauzi, du kannst auch, glaube ich, mit PayPal spenden. Du kannst übrigens auch direkt mit PayPal spenden. Man muss allerdings, wenn man das über YouTube macht, glaube ich, PayPal in seinem Google-Konto hinterlegen erst, bevor man das verwenden kann. Irgendwer hatte das mal rausgefunden. Und ansonsten haben wir ja auch direkt einen PayPal-Link, wenn du magst. Ja, ich würde sagen, da sich hier jetzt nicht mehr viel ändert, wir können dann noch mal schauen, irgendwie da hinten das Boot von den Linesmen bewegt sich. Könnte auch sein, dass der Schlepper losmacht, der fährt gerade näher ran. Das sieht so aus, als ob Fairplay 96 fertig hat. Der Plauzi, ja, der Kanal, das ist als Freizeitprojekt angefangen. Mittlerweile ist es aber schon so, dass es für uns Teil des Berufs ist. Also nicht so, dass wir da nur komplett von leben können, aber es ist mittlerweile schon so, dass wir ganz viel Zeit investieren können und dafür andere Sachen dann ein bisschen vernachlässigen konnten. Das Containerschiff, die CMA CGM Saint-Germain, steht mit 15 Uhr Abgang in der Segelliste. Also das heißt, viel früher wird es da auch nicht losgehen. Schiffe, die ankommen, da muss man immer ein bisschen gucken. Wenn die für 15 Uhr drinstehen, dann könnte der Stream schon 14 Uhr losgehen. Allerdings 15 Uhr Abfahrt bedeutet normalerweise auch, dass der Stream oder dass man mit 15 Uhr gut liegt. Meistens geht es sogar noch ein paar Minuten später los. Ich denke mal, der Stream wird, ja, je nachdem, wen ich aufgebaut habe. Vielleicht starte ich ein bisschen eher, je nach Lust und Laune. Aber wenn du um 15 Uhr da bist, glaube ich nicht, dass du viel verpasst. Sophia, Dankeschön für 16 Monate. Oh Peter, ganz lieben Dank. Jetzt kommen 5 Euro per PayPal an. Dankeschön. Mit Grüßen aus dem Allgäu. Ja, die Linesmen scheinen da auch schon fertig zu sein. Ich weiß gar nicht, warum der Schlepper jetzt noch nicht losdüst. Vielleicht muss da noch was korrigiert werden. Also ich würde sagen, wir vertagen uns. Viel zu sehen gibt es jetzt hier eigentlich nicht mehr mit der Libertar. Das meiste hatten wir, waren wirklich sehr, sehr schöne Bilder, gerade als sie ankam hier vor der Elbphilharmonie. Tolle Beflaggung, Wahnsinn, diese große Argentinien-Flagge gefällt mir richtig gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Eure Mittagspause hier vielleicht sogar mit Hamburg Hafen Live vergeudet, nein, nicht vergeudet, verbracht habt. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle Kanalunterstützer auf YouTube und auch auf Twitch.
Ihr seid wirklich klasse. Fairplay 96 ist fertig. Ich sage schon mal Tschüss und ach so, natürlich auch ein dickes Dankeschön an unsere Moderatoren. Sandra war da, Schwester Hansen war da, Sebastian Kolze war da, habe ich jemanden vergessen? Tanja war natürlich da, auf jeden Fall. Und dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Bleibe noch einen Moment hier auf Fairplay drauf, auf Fairplay 96. Und dann gibt es gleich irgendwann den Abspann. Und nachher, irgendwann zwischen 14:30 und 15 Uhr, sehen wir uns dann vielleicht wieder. Na, hat er den nächsten Job? Guck mal, auch nochmal ein tolles Bild. Jetzt gleich der Schlepper vor der Elbphilharmonie. Auch jetzt so eine kleine Wasserfontäne, ne? Oder? Jetzt mal so vor der Elfi. Würde ich nicht Nein sagen. Aber es sieht so aus, als ob die schon den nächsten Job haben.